Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an und wir machen jetzt das große Parodien-Festival. Ich bin gespannt, ob Sie die Leute immer erkennen. Bin ich auch egal. Hauptsache, wir haben Spaß. Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur Pressekonferenz des FC Bayern München. Zunächst hat das Wort der Trainer. Herr van Gaal wird heute keine Fragen beantworten. Er wird sich lediglich zum Spiel äußern. Herr van Gaal, bitte. Ja, ich denke, dass wir gegen den HSV ein gutes Spiel gesehen haben. Du guckst mich mit deinem Rehauge an. Das schmilzt mir glatt der Käse in der Buchse. Aber ich denke, wir sollten auch sprechen über andere Themen. So, über Stuttgart 21 Was zum sagen Beispiel. Sie denn zum Beispiel zu Stuttgart? Moment, ich bin noch gar nicht fertig. Du kannst nicht den Trainer unterbrechen. Ich bin der Tulpengeneral, der Käsekonsul. So, jetzt bitte. Ja, also ich als Kapitän möchte natürlich auch dazu... Ich möchte natürlich auch was zu sagen, jetzt zu dem Spiel. Das war natürlich für uns eine recht unglückliche Situation. Aber ich werde jetzt zu Hause das verarbeiten. Ich spiele mit Plemo Bauernhof das ganze Spiel nochmal nach. Und ja, ich weiß einfach auch nicht, das ist natürlich jetzt auch schön, Dortmund ist weiter vorne. Das wird den Jürgen Klopp natürlich auch sehr freuen. Ah, genau, wir haben ein geiles Spiel gehabt. Sebastian! Sebastian! Aber ich bin ein positiver Typ. Hier, geiles Buch, Matze Knob, wer ich bin, da sind viele. Aber Marc van Bommel ist natürlich auch, Marc van Bommel ist so ein bisschen wie ich. Und ja, ich weiß gar nicht, ob er gespielt hat heute gegen HSV. Na, ich habe nicht gespielt. Ich war natürlich dabei bei Stuttgart 21. Das ist meine Position. Da stelle ich mich in so einen Wasserwerferstrahl rein. Das kann passieren, das darf nicht passieren, aber es muss ab und zu passieren. Ganz normale Körperkontakt. Ich wäre ganz normal, wenn der Wasserstrahl kommt und ich mit dem Kopf so gemacht, wäre der Wasserstrahl kaputt gewesen. Das kann passieren. Was sagt denn letztendlich der Dieter Bohlen dazu? Nee, pass mal auf, ich finde das echt scheiße, du, ehrlich. Pass mal auf, ich bin hier eingeladen worden, weißt du, und ich denke, wir labern irgendwie über Musik oder so. Ich meine, ich finde dich echt hammer mega. Du siehst auch echt süß aus da mit deinem explodierten Perückending da oder so. Nee, aber pass mal auf, guck mal, das zum Beispiel hier, das ist die Urinprobe von Philipp Lahm. So, die hab ich hier. Ich meine, Philipp, jetzt sag mal was zu dieser Probe. Also, jetzt mal ganz ehrlich, du, die habe ich eben ins Labor gegeben und das ist so totale Scheiße ist das doch. Amese, du bist es. Ja, ich bin natürlich total euphorisch über das, was momentan passiert. Ich bin total happy. Ich habe schon damals als Kind immer mit meiner Mutter an der Fleischtheke gestanden und hat sie gesagt, Junge, pass auf, dass nicht die Augen größer als der Magen sind. Und das habe ich mir sehr zu Herzen genommen, wie auch Rainer Kallmund. Ja, das ist natürlich absolut super, absolut spitze, absolut toll. Ich freue mich natürlich erstmal, dass ich eingeladen bin in die Oliver Pocher Show. Es ist absolut super, vor allem, was es hinter den Kulissen zu essen gibt. Es gibt Schnitzel mit lecker Mousse Schokolade, bisschen Brokkoli, Nudeln obendrauf. Da bei dir in der Perücke sind garantiert noch 2, 3 Frikadellen drin, die hole ich mir gleich da raus. Aber ich muss absolut... Aber jetzt mal...
Jetzt mal ganz im Ernst. Wer mir gefehlt hat beim FC Bayern, das ist der Lothar Matthäus. Wenn der da im Mittelfeld grätscht, wenn der läuft, wenn der rennt, wenn der schießt, wenn der flankt, wenn der köpft, wenn der... Lothar, was sagt was dazu? Ja Gott, das ist momentan natürlich eine schwierige Situation. Ich bin ja nicht allein. Viele sehen immer nur den Lothar Matthäus, der wo auch da in die Scheiße greift. Aber es gibt ja noch den anderen Lothar Matthäus. Genau, ist richtig. Ich bin der zweite Lothar. Wir sind ja ein Lothar und zwei Lothars, weil natürlich die Seite hat immer zwei Medaillen, das weißt du natürlich. Das ist richtig. Absolut. Und du weißt, ich bin weltgewandt, ich bin Kosmoprolet, aber ich weiß gar nicht, wie siehst du die Entwicklung von der Liliana? Wie siehst du es? Ja, das sehe ich natürlich recht positiv. Gerade im Gesicht hat sich einiges getan. Das ist das Schöne, wenn du in Bulgarien bist, da kriegst du es einfach auch zwei zum Preis von einem. Ja, aber das ist der Lothar Matthäus, der wo auch sein Privatleben aus der Öffentlichkeit rausholen will. Natürlich, also ich gehe natürlich mit deinen Aussagen absolut chloroform, aber trotzdem natürlich könnte man möglicherweise diese Operation im Gesicht nicht, Frau Merkel, könnte man die nicht verbieten. Also ich meine, Angela, du bist ja normalerweise jemand, der das machen könnte. Also lassen Sie mich erstmal überhaupt anfangen, über die aktuelle Situation zu reden, was wir momentan natürlich für eine Diskussion haben. Wir mit der Bundesregierung und der CDU haben natürlich für Lothar Matthäus einiges getan. Wir haben das Kindergeld erhöht. Da profitiert auch eine Liliana von. Eine Liliana, die wir natürlich integriert haben. Und ich freue mich sehr, dass zu diesem Thema auch noch Franz Beckenbauer 2 warme Worte loswerden möchte. Ja gut, sicherlich, ja, hallo Freunde, ja, da ist er her, ja, ich finde das natürlich erst einmal toll, dass ich, ja, richtig, ja, der Oliver Kahn, richtiges Auto, ja. Also Stuttgart 21, muss ich noch vielleicht ganz kurz eben sagen, ist absoluter Blödsinn, weil Stuttgart ist natürlich, ist 18. Also Stuttgart 18 wäre eigentlich die richtige Antwort und Mario Gomez, muss ich ganz ehrlich sagen, ja, das ist ja der Gomez, ja. Ja, wir hatten neulich beim FC Bayern hatten wir einen Flitzer. Das ist einer, wenn er nackert aufs Spielfeld rennt. Wisst ihr eigentlich, wie einer heißt, wenn einer angezogen auf dem Fußballplatz, ein angezogener Flitzer? Das ist Mario Gomez. Ja, das ist ja, aber Oliver, sag was, du kennst ihn auch. Ja, das ist das ist natürlich dieser Druck, den du hast, immer alles abliefern zu müssen. Ja, das ist natürlich eine Situation, die macht dich verrückt. Nicht wahr, Niki Lauda? Servus, Papa, ist der Niki der größte Rennfahrer aller Zeiten. Das Problem ist natürlich folgendes. Der Mario Gomez hat Schwierigkeiten am Grip mit dem Auto. Das Problem ist, dass er nicht weiß, wie es bewegt. Das Problem ist, dass er im Moment... Die Schwierigkeit ist, der Mario Gomez, der Luca Toni beispielsweise Italiener, aber Mario Gomez ist chancentod. Problem ist, der Grip von dem Auto, Schwierigkeiten, hat Glock, Vettel, Suttel, Mutifeier, weiß, was los ist. Weil das Problem ist, der falsche Reifen aufgelegt, der Grip hat, weil er Goldi wenig Grips hat, weil er Problem ist, er weiß, was los ist. Aber der Mario Barth, vielleicht ganz cool, ist eben ein sehr großer Fan ihrer Show. Ich war ja neulich mit meiner Freundin. Freundin, kennst du, Freundin mit meiner Freundin. War ich... War ich... Nee, pass mal auf, das ist doch scheiße, ist das doch. Weißt du, ey, du kommst hier hin, Ich bin weißt du... total begeistert von dem, was dir gerade passiert ist. Nee, pass mal auf, ich nehme mir hier die Zeit, weißt du, dann kommst du, dann kannst du deinen Text noch nicht mal. Das ist doch scheiße, ist das doch, du, ehrlich. Ich meine, dein Outfit ist echt hammer mega geil, ehrlich. Also wegen mir bist du echt im Recall, aber mit deinen Texten musst du echt noch mal gucken, du, ehrlich. Du hörst dich wirklich an wie der Podolski oder wie heißt der andere da noch? Dieser Lahm oder dieser Özil oder dieser vom Bummel. So, mach mal alle vier, bitteschön. Komm, Olli. Kann ich nicht. Meine Damen und Herren, das war die Pressekonferenz hier.